Mahlzeit, Freunde, ich grüße euch. Heute wagen wir uns mal an einen Rinderbraten ran, an einen Roastbeefbraten. Da habe ich mal richtig Bock drauf, wollte ich schon immer mal, habe ich auch noch nie gemacht auf dem Grill. Äh, Schauen wir mal, das machen wir jetzt das erste Mal gemeinsam. Vielleicht wird es ja was. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. So, das ist unser Rotbeef hier vom Schlachter meines Vertrauens. Das packen wir mal aus und gucken, ob wir da noch irgendwas machen müssen. Also, das Papier ist ein bisschen ungünstig vom Schlachter gewählt. So wurde mir das natürlich auch schön gezeigt. Hier sind noch ein bisschen Sehnenfitzel dran. Gucken, ob wir die abpariert kriegen. Und hier ist auch noch Sehne dran. Das Fett finde ich nicht so schlimm, aber die Sehne, probieren wir mal, ob wir das abkriegen. So, das Fleisch habe ich pariert. Ein bisschen ist noch dran. Ich bin ja auch kein Metzger, sondern Handwerker. Ja, ich bin ein ganz normaler Endverbraucher. Ich habe da keine große Ahnung von. Aber ich gehe da trotzdem mal bei, weil mir halt Rindfleisch sehr gut mundet. Ich muss sagen, für 30 € das Kilo habe ich das irgendwie ein bisschen erwartet, dass es ein bisschen sauberer pariert ist beim Schlachter. Bin ich ein bisschen enttäuscht, ich habe 9 Schlachter ausprobiert. Aber wenn das jetzt alles so gut schmeckt, dann wollen wir es ihm verzeihen. Ne? Ich habe es aber auch nicht gesehen in der Schlachterei. Also sonst hätte ich die Dame angesprochen. So, alles ein bisschen mit Senf eingerieben. Schön hier mit der Dreckspfote hierbei. Das ist Knoblauch von der Gewürzmischung, die ich das letzte Mal gemacht habe. Und dann haben wir hier noch eine Steak-Gewürzmischung. Da sind auch noch mal ein paar Senfkörner drin, sehe ich gerade. So, fertig gewürzt. Jetzt geht das Ding nochmal für 2 Stunden in den Kühlschrank.
So, hinter mir brutzelt jetzt der Rinderbraten. Schaut mal. Der war jetzt gute 3 Stunden im Kühlschrank. Hat sich halt so ergeben, weil ich noch so ein bisschen draußen rumgebastelt habe. An einem neuen Grill. Ja, auf jeden Fall, den lassen wir jetzt ganz langsam vor sich hin garen hier, braten am Spieß. So wie das Setup aussieht, könnt ihr das eigentlich an jeder Feuerstelle, an jedem Lagerfeuer machen. Das ist eine ganz schöne Geschichte, wenn man den Nachmittag draußen sowieso verbringt und wenn nicht so viel Wind ist. Wenn zu viel Wind ist, dann muss man halt auf jeden Fall einen Windschutz aufbauen. Aber so denke ich mal, wird es was. Für mich ist das ja auch eine Premiere, habe ich halt auch noch nicht gemacht. Ja, 2 Stunden plane ich auf jeden Fall ein. Ich melde mich nachher wieder. So, der Braten gart langsam vor sich hin und hier nebenbei habe ich aber schon mal 2 Pfannen hingestellt. Die haben wir uns geholt beim Discounter. Die sollen erstmal eingebrannt werden. Da wollen wir nachher zum Roastbeef Bratkartoffeln machen. So langsam fängt der Braten an, richtig schön lecker auszusehen. Ja. Gefällt mir schon recht gut. Es ist ein bisschen mehr als 1 Stunde vergangen. Und jetzt installiere ich mal das Küchenthermometer hier. Wir wollen eine Temperatur von 56 bis 58 Grad erreichen. Ich denke mal, da wird uns das ganz gut schmecken. Daher steigt das vielleicht, auch wenn wir ihn ruhen lassen, auf 60. Auf jeden Fall denke ich mal, dass wir das damit hinkriegen. Ohne so ein Thermometer hätte ich mich gar nicht an einen Rinderbraten rangewagt. So, jetzt nehmen wir hier schöne dicke Stelle da rein, wie so ein Plug-in. Ja, wir haben schon 42 Grad. Noch eine Stunde braucht die Geschichte bestimmt noch. So, wir nähern uns hier unserer Wunschtemperatur, die wir haben wollten. Ich habe das hier einmal ein bisschen rübergezogen, da die Kartoffeln ein bisschen hinterherhinken noch einmal. Und jetzt probieren wir noch, gucken wir noch mal mit dem Elektrothermometer, machen wir noch mal eine Gegenprobe. Was wir da haben. So, einmal auf Hold. Könnt ihr jetzt sehen, es ist zu dunkel. Könnt ihr glaube ich nicht sehen. Auf jeden Fall 56,4 zeigt das an. Also sind wir dem Ziel 58, 56, 58. Ja, demnach können wir schon fast runternehmen halt, ne? Gut. Dann machen wir uns mal fürs Anschneiden bereit. Das Schöne ist ja bei dem Miro, dass es nicht heiß wird, ne? Mhm. Bei anderem Metall verbrennst du die Finger. Hast du? Ja.
So, da haben wir den Kollegen. Den lassen wir noch mal 5 Minuten liegen. Ruhen. Ein bisschen die Luft so ein bisschen weichen kann, schließen wir es nicht komplett. Da ist ein Holzbrett drunter, da liegt er nicht im eigenen Saft. Gut. So, ich denke mal, das sieht ganz klasse aus. Der Bratensaft läuft raus. Bisschen Pfeffer rüber. Und dann probieren wir mal. Ja. Geil. Schmeckt wunderbar. So habe ich mir das vorgestellt und auch erhofft. Schaut mal. Viel Spaß beim selber am Lagerfeuer brutzeln. Bis zum nächsten Mal. Oder Ciao. irgendwelche Kommentare kommen. Das war doch zu trocken. Hier könnt ihr noch mal sehen, was da alles rausgelaufen ist an Bratensoße. Und so kommt der Rest jetzt in den Kühlschrank und liefert auf jeden Fall noch ein richtig schönes Abendbrot oder auch ein richtig schönes Frühstück morgen früh am Sonntag. Bis zum nächsten Mal.